Gib die Reaper her. Und viermal musste ich da mich fast übergeben. Das ist eine Carolina Reaper. Ich muss gleich wirklich aus. Ich muss gucken, leider. Ja, okay. Ich muss leider echt raus. Oh mein Gott. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute bin ich hier mit Marc Eggers. Bist du bereit? Nein. Bist du nicht bereit? Wir essen heute eine Carolina Reaper. Geht her, die Dinger. Ich werde den Rekord brechen und nicht nur eine, sondern zwei, sondern drei. Ich esse 25. Und nicht nur ich, sondern auch Marc. Ja! Also das Lustige ist, wir hatten ja diese Schärfe-Challenge und glaub mir, es haben Leute geschafft, 7 Carolina Reaper zu essen. Ja. Das machen wir heute nicht. In welchem Leben denkst du, würde ich schaffen, auch nur eine Carolina Reaper zu essen? Ich würde, wenn du reinbeißt, dann direkt, deine Augen werden sich direkt verschieben oder so weiter bei dir. Also, was wir heute machen, ist etwas anderes. Hat nichts mit Schärfe zu tun, aber es ist dennoch eine Herausforderung. Und zwar, dank Angelina Patchouli habe ich hier noch diese Bohnen. Die ist daran schuld. Die ist daran Ja, schuld. Grüße gehen raus. Danke, jetzt muss ich hier die Scheiße ausbaden. Ja? Ja, okay, alles klar. Und zwar, also wir haben Bohnen, die können zum Beispiel nach Pfirsich schmecken. Super. Pfirsich ist gut. Ja, Eistee. Oder nach Erbrochenem. Super, liebe. Du, dann nehme ich doch lieber das Erbrochene, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist ja für mich ein ganz normaler Standardgeschmack. Ich bin mittlerweile schon wirklich der Inbegriff von Marc kotzt in jedem Video. Wird hier heute nicht passieren. Oder zum Beispiel Erdbeere, Smoothie oder toter Fisch. Oh, Fisch kann ich gar nicht. Ich hasse Fisch. Aber vielleicht hast du ja auch, musst du es ja nicht essen. Ach ja, stimmt. Ich habe auch noch eine Chance. Ne? Du hast auch noch eine Chance, genau. Denn ich werde dir jetzt 2 Uhren vorlegen und du musst entscheiden, welche Uhr davon teurer ist. So, und du kennst jetzt nicht so gut mit Uhren aus? Ja, also, ne, ich habe ein bisschen Uhrenverständnis. Die eine oder andere Uhr habe ich schon gesehen, besitze ich auch, aber ich bin jetzt kein Uhrenexperte. So. Also okay. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme. Das ist ja nur hier, was meinst du, Windelgeschmack oder was? Wir haben hier stinkende Socken oder Tutti Frutti oder so. Stinkende Socken. Aber ich muss sagen, ich habe das Video von Angelina Patchouli kennt, ich habe daraus, glaube ich, schon 4 Stück gegessen und die waren alle schlecht. Ich höre es gerade spülen, der war beim Klo, ne? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Was ist das? Welcher Psychopath hat sich das einfallen lassen? Von daher glaube ich, dass es da nicht mehr viel zu holen gibt und der Markt dann einen sehr entspannten Ride hat. Also, bist du bereit? Okay. Und zwar, wir haben einmal eine Submariner Kermit eingestellt. Was heißt Kermit? Wie Kermit der Frosch? Ja, ist Farbkombination, ne? Schwarz mit der Lünette. Oder die gute Uhr vom, also das ist nicht die Uhr von Ronison, aber Ron hat die auch. Oder eine Datejust 41 mit MOP. Kannst du mir sagen, Ja, klar. welche Uhr teurer ist? Die ist teuer, Kermit. So einfach bist du da? So einfach, so scharf schießt du? Marc, mich kriegst du nicht. Bei Ron weiß ich, der hat nichts auf der hohen Kante. Der holt sich da für 1500 so eine Rolex irgendwie Baumarktmäßig. Dann ist das Ding durch, packt sich da ein paar Buggets drauf und Feierabend. Hier Kermit. Jeder liebt die Sesamstraße Kermit. Unfassbar beliebt, wurde eingestellt 1983. Kriegst du so nicht mehr grün, immer beliebt. Das ist wahrscheinlich richtiger Quatsch, ne? Sag was. Na, ich würde die sagen. Die sagen, boah, ich glaube, das ist richtig knapp. Ja. Das ist richtig knapp. Warte, ich dachte, das ist richtig. Ich sag schon. Ey, Ron, war nur Spaß. Ich weiß, Ron hat eine sehr geile Uhrensammlung und auch echt schöne Modelle. Man muss sagen, du hast recht. Wirklich? Du hast recht. Weil er speist. Ich hab die doch selber. Ich hab die doch selber 3-mal. 200 Euro haben dich da gerettet. Ach, oh, so eine miesen Dinger machst du? Mit 200 Euro? Ich guck gerade zu Carsten, der hier auch gerade ist und der schüttelt auf. Was? Du wolltest mich um 200 Euro hier so einen toten Fisch essen lassen, oder was? Marc! Aber erste Runde geht an dich. Ey, die nehme ich jetzt mit, Alter. Also gut geschlagen. Warte mal, wie viele Runden spielen wir denn? Unendlich. Wir spielen 20 Runden. Hey, wie viel kostet die denn? 13.690 Euro kostet die Uhr. Die 13,94. Ich hätte jetzt aber, wenn du mich nach dem Preis gefragt hättest, die deutlich teurer wieder mal eingeschätzt. Ich finde die Uhr richtig schön, aber ich mag diese Beine darauf nicht so. Magst du Diamant nicht? Nee. Also ich muss sagen, diese Uhr, diese Kermit ist extrem unterbewertet. Ist schon lange aus der Produktion raus. 2008er Modell, gibt es auch schon ein bisschen älter, aber ist deutlich unterbewertet und die Uhr ist halt eine Datejust, ne? Und da kann man jetzt nicht viel falsch machen, aber allgemein hast du auf jeden Fall recht. Diamant ist jetzt nicht für jeden und das ist halt das Innere der Muschel, ne? MOP, Mother of Pearl heißt das. Darum reflektiert das auch so, ne? So, dann machen wir weiter mit der nächsten Runde. Ich schau mal, was wir da... Ja, absoluter Kenner, ne? Ich bin ja nicht so. Hör mich informiert. Ich habe den Online-Shop studiert einmal. So, ich gucke. Total krass, dass Rolex auch solche. Also, dass eine Uhr so Kermit auch heißt, finde ich. Der ist mies jetzt. Der ist mies. Ja, du bist knapp dran um 5 Cent. Hast du dich doch verschätzt, Marc? Mich deprimiert immer diese Transportverpackung irgendwie. Da denke ich immer, da kommt irgendwas. Ja, was sagst du denn zu der hier? Boah, das ist doch. Also. Was sagst du zu der Transportverpackung? Also gleich einfach holst du so eine Socke raus, hier ist doch noch eine Uhr drin. Einmal die Hublot King Gold Rosé.
Warum hast du mir die nicht vorgestellt? Die würde ich dir, also... Und dazu haben Ich versuche ein bisschen was rauszubekommen, du merkst das. Ja, so, und dann haben wir im Verhältnis Stahl, Cartier, Skeleton, wo du durchgucken kannst. Jetzt natürlich fällst du auf meine Mind Games rein. Nee, fällst du auf meine Mind Games rein? Also so ein Kautschukband kann nichts mehr. Alter, die ist Gold, das ist Stahl. Hör auf mit deinen Mind Games, das ist wirklich ganz, ganz mies. So, pass mal auf, lass mich mal gucken. Das ist eine Cartier, so französisches Uhrenwerk kann eh nichts, habt ihr nur Probleme mit, da könnt ihr durchgucken, wenn ihr die zum Juwelier gibt und sagt, hier musst du reparieren. Nur Spaß, fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr so eine wunderschöne Uhr habt. So, welche ist teurer? Ja. Ist das wieder so 100-Euro-Ding oder unterscheiden die sich schon ein bisschen mehr? Ich glaube, ein Tausender. Ein Düsenjäger? Ein Düsenjäger. Wenn die sich um einen Tausender unterscheiden, würde ich sagen, ist die teurer. Ich versag, die ist teurer. So, brauchst mich nicht beeinflussen, ich nehme die. Kannst gerne den Snack nehmen, wenn ich falsch liege. Die ist teurer, die Cartier. Die Cartier ist teurer? Ja, das wäre Leider krass. nicht. Leider Oh nein! nicht. Leider nicht. Wir sind 1.000 Euro auseinander. Die kostet 20.990 und die kostet 21.990. Die auch viel teurer wieder. Also Liste kosten die beide ca. 35.000 Euro. Das heißt, man kann sehr günstig einsteigen. Aber ja. Ich habe irgendwie auch schon, merke gerade, wie wenig. Jetzt, du musst mich mal fragen, frag mich mal gleich, was ich denke, was die kosten, die Uhren. Okay. Also ich hätte ja hier jetzt, was weiß ich, Was no hast du joke, gedacht? ich hätte hier jetzt was bei 100.000 gedacht. Ich weiß, es ist völliger Quatsch, keine Ahnung. 100.000? Ja, ich dachte dann jetzt hier mit Kautschuk, das kann ja nicht Leute. Gut, kommen wir zur nächsten Uhr, Marc. Die nächste Uhr. So, also jetzt, Ja. du bist noch nicht verloren. Du bist noch nicht verloren. Also, wir haben jetzt hier die Jelly Beans. Und jetzt die Frage, für welche Farbe entscheidest du dich? Und dann kann ich dir sagen, was wonach schmeckt. Ja, ich nehme hier ganz klassisch diesen blauen. Das schmeckt ja super nach Traube wahrscheinlich. Blau ist einmal Blaubeere oder Zahnpasta. Ist ja beides super entspannt. Ja, das ist eigentlich beides echt entspannt. Dann nehme ich Rot. Komm. Rot? Ja. Welche Rot? Welche? Diesen. Entweder sein Granatapfel Ach, super. oder Old Bandage. Was heißt das denn? Alter Verband. Alter Verband? Ja, Bandage. Ach so. Welcher ist jetzt der alte Verband, ey? Alter Verband? Was wäre das andere? Das andere ist Granatapfel. Ja, das ist Granatapfel. Echt? Ist echt Granatapfel? Ja, auch richtig Das lecker. kann doch nicht sein! Wenn so ein alter Das kann Verband er- schmeckt super. Alter, das kann doch nicht sein! Ich habe 4-mal gegessen und 4-mal musste ich da mich fast übergeben. Ey, das kann doch nicht sein! Weil du noch nie was Scharfes in deinem Leben gegessen hast, kriegst du jetzt. Aber lecker. Ja? Kann man machen, ne? Komm mal. Hey, Mann, ey, das kann doch nicht sein. So, aber egal, wir machen ja noch 100 Runden. So, und am Ende wartet die Carolina Reaper auf mich. Hast du ein paar Reapies hier? Habe ich immer am Start, ja? So, okay, wir machen weiter mit der nächsten Runde. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen schwerer und kannst du mal in die Hand nehmen. Das ist eine Day 2, einer meiner absoluten auch Favoriten in der Farbe Silber. Sehr, sehr schwer, große Uhr oder eine AP in Stahl. Chronograph nennt sich auch Panda. Das heißt, wir haben einmal Edelmetall und einmal Edelstahl. Das ist jetzt die Frage, welcher der beiden Uhren ist teurer? Oder PG, weißt du ja, ist schon ein absolutes Premium-Produkt. Viel, viel seltener als Rolex. Aber die Dated in Platin ist am Ende natürlich auch eine sehr teure Uhr, weil das Topmodell ist. Das wäre wirklich eine Uhr, die ich persönlich auch tragen würde. Ich finde die richtig schön, die ist teurer. Die Panda ist teurer. Also du lässt dich auch gar nicht... Ich weiß Guck mal, es das ja. ist eine Platin-Uhr, ne? Ja, das ist Platin das ist mit Rolex. Diamanten. Siehst du das? Rolex, Marc, bis 40 vielleicht mal eine Rolex. Was denkst du, was kosten die? 20 wahrscheinlich wieder 25 und die 24,900. Ich finde es ist eine richtig schöne Uhr. Also ich finde die total, also echt nice. Warte mal, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Frage. Denk mal nach. Nein, ich bleibe mal bei der AP und ich finde, die ist echt schön. Also wirklich. Aber warte mal. Wie heißt die Panda? Panda? Ja, wegen dem halt Gesicht, ne, der Uhr. Teurer. Ja? Ja klar, eben war es Kermit, der war teurer, jetzt der Black Panda hier teurer. Okay. Ja, ist richtig. Der ist falsch. Oh. Die kostet 54 und die kostet 38,9. 54.000. Aber weil das so ein schönes Ziffernblatt auch Weil hat. Platin. Dieselbe Uhr in Gelbgold zum Beispiel, die würde so viel kosten wie die Uhr. Aber Platin ist schon sehr teuer. Ja, Marc, was darf es sein? Die nächste Uhr bitte. Ja. Ich nehme Sag mir eine Farbe, ich kann dir vorlesen. hier diesen hellen bepunkteten. Den hellen bepunkteten sind entweder Tutti Frutti oder stinkende Socken. Oh, das stinkte Socke, Alter. Ah, das ist ja richtig eklig. Das ist ja richtig schlimm. Das ist gesund.
Das ist gefährlich. Nee, das ist Zuckerzusatz und so drin. Du musst das ausblenden, glaube ich, einfach. Ach du, immer, das Schaf ist nur im Kopf, das ist eine Illusion. Nee, das ist meine Fresse brennt. Das ist ganz eklig. Ja? Aber hast du gut durchgehalten. Das schmeckt nach Erde auch. Durchgehalten, ich habe den halben noch im Mund. Nichts durchgehalten. Nach Erde? Das ist richtig eklig. Also das schmeckt so vergammelt. Okay. Ich glaube, das ist abgelaufen. Sind die abgelaufen? Nein, die sind noch haltbar. 2011. Oh, ist das eklig. Du bist gleich über den... Alter Schwede. Das ist wirklich so eine Socke, Ja. die du aufgehangen hast. Und dann war die draußen über Nacht, hat es aber nochmal geregnet. Dann hat es wieder die Sonne und dann nochmal. Und dann hat die nochmal jemand angehabt für einen Monat. Und die habe ich jetzt im Mund. Ey, das ist eklig. Das So. schmeckt wirklich scheiße. Ja, Breitling ist günstiger, weiß ich jetzt schon. Okay, wenn du Was meinst. zeigst du mir denn da? Also, wir haben einmal Breitling, und zwar die GMT, neues Modell, hat dieses typische Rollo-Armband, was man so kennt. Und da gegenüber stellen wir Chopin Alpine Eagle. Das ist Chopin. Chopin, ursprünglich eine Schmuckmarke, und die haben halt auch so ein Modell. Jetzt die Frage, was würdest du sagen ist teurer? Chopin oder Breitling? Wirklich von Chopin, Schande über mein Haupt, noch nie was gehört. Die machen halt Schmuck. Welche findest du hochwertiger? Welche sieht wertvoller Ein aus? bisschen die Chopin würde ich sogar tippen. Aber Ah, okay. ja, Mindgames. Ich würde jetzt sagen, die Breitling ist teurer, weil ich einfach Chopin noch nie so gesehen habe. Wobei, vielleicht sollte man auch mal mit den neuen Dingen gehen. Die sieht schon aufwendig aus. Hier kann man so durchgucken, fühlt sich echt hochwertig verarbeitet an. So, wir sagen einfach mal die Chopin. Wir gehen mal mit den neuen Sachen. Okay, aber Breitling ist auch Nein. neu. Breitling Marc, ist ein neues nein. Modell. Ah, gib die Reaper her. Wenn ich falsch liege, esse ich eine Carolina Reaper. Nein. Chopin? Ich würde mal sagen Chopin, ja. Richtig. Tatsächlich richtig. Die Uhr kostet, ich glaube, 3.500, 4.000 Euro und die kostet 8.500. Aber wenn man jetzt wirklich mal so danach geht, wie ich es gerade gesagt habe, fühlt sich schon einfach wertiger an. Okay. Kann natürlich auch täuschen dann, aber finde, das hat man jetzt irgendwie halbwegs gemerkt. Stark. Chopin habe ich noch nie. Kennst du jemanden, der eine Chopin-Uhr trägt? Ich finde tatsächlich die Alpine Eagle schon sehr gelungen. Das Ziffernblatt und so weiter, diese Krateroberfläche, ich finde das schon sehr spannend. Na gut, ich bin einfach ein absoluter Uhrenkenner. Jetzt kommen wir, und zwar jetzt kommen wir zur Königsklasse. Lange und Söhne, ewiger Kalender mit Leap Year Indicator. Das ist echt ein Flaggschiff in Weißgold. Und gegenüber haben wir die Pilot GMT in Roségold von Patek Philippe. Das ist eine Uhr mit einer zweiten Zeitzone, bisschen sportlicher, und das sind so die beiden direkten Konkurrenten. Ja, die ist teuer. Guckst du dir doch erstmal an, Marc. Das sind richtig Kennst du die schöne Marken? Uhren. Kennst du die Marken? Ja, also Patek die und natürlich nicht hier die Söhne da. Lange und Söhne aus Deutschland, aus Dresden. Aber ich finde das die trotzdem schön. Also die Uhr ist schon auch echt sehr schön. Ja, ne? Sehr geschmackvolle Uhr. Ich gehe mit meinem ersten Bauchgefühl, die ist teurer. So, ich weiß, du willst mich verunsichern, du hast Bock, dass ich wieder leide. Marc liebt es, Leute leiden Nein, zu das sehen. stimmt gar Ey, wir nicht. sehen uns demnächst wieder in der Stadt. Und wenn du für 20 Euro eine Carolina Reaper essen willst, dann bewirb dich. Erster Link und wir nehmen. Und wir beide stehen daneben und lachen uns kaputt. Es wird Zeit eigentlich. Ich finde eigentlich, hast du das nochmal gedreht danach? Nee, wir können es nochmal machen, Wir oder? müssen es nochmal machen. Wir müssen noch mal raus. Also ich wäre sehr gerne auch wieder dabei. Schreibt mal in die Kommentare, wenn wir es tun sollen, wenn wir nochmal zusammen als Duo in die Stadt gehen sollen. Ich würde so gerne die Location eigentlich nochmal verändern. Ich habe ja gedacht, so du am Ballermann und verteilst da die Reapers, ist leider ein bisschen zu extrem, aber ich glaube, das würden die Leute sehr gut finden. Wir stehen vom Megapark, mal hier, für einen Fuffi eine Reaper, die snacken dir da 20 weg und dann geht's rein. Aber ja, ich glaube, die Kölner haben sich schon im letzten Mal ganz schön stark gezeigt. Ich hätte mal wieder Lust. Okay. Also das Video muss jetzt ein paar Daumen nach oben bekommen. Muss. Mindestens 2, dann sind wir wieder draußen. So, und was nimmst du? Ja klar, hier. Ich habe gewonnen, Marc. Du kannst mich nicht. Er hat recht. Ja! Er hat recht. Da freut man sich, muss man ganz klar sagen. Ja, ich Da freu freut man mich. sich, ja. Ich freue mich wirklich, ja. Wie viel ist die? Die Uhr kostet 49.000 Euro. Boah, ach. Und Ja. die dann? Diese Uhr kostet 33.000 Euro. 49.000. Ja. So, wir machen weiter mit der letzten Runde. Kampf der Giganten. Und zwar, wir haben einmal die Omega Moon Swatch, die zur Mondmission mit eingesetzt wurde. Natürlich mit Boxpapier und alles dabei. Chronograph 42 mm. Oder oder vielmehr gesagt, die Taucheruhr schlechthin. Altes Modell, kommt aus den 90er Jahren, und zwar eine Submariner Date. Beides sind auf jeden Fall in ihrer Klasse so einfach die Marken. Du merkst natürlich, wenn du beide in die Hand nimmst, beide sind von der Fertigungsqualität her schon ähnlich. Aber jetzt ist die Frage, welche Uhr ist teurer? Submariner. Klassiker, geht immer. Schöne Uhr. Marc macht schon Geräusche, weil er weiß, dass ich nicht noch einen kleinen Snackerino nehmen muss. Das ist die Rolex, ja. Meinst du?
Tickeli. Also kennst du Omega? Natürlich. Ja. Natürlich kenne ich Omega, die mit dem Oyster hier und so. Ja, also die Uhr kommt aus 96. Welche, die hier? Die kommt aus Ja, die 96. ist teurer. Also jetzt, wenn du die heute, du wirst die teurer verkaufen als die. 96, die ist teurer. So, Sein finales Wort. finales Wort. Verdammt, er hat recht. Verdammt, er hat recht. Verdammt, er hat recht. Ja. Aber weißt du was? Ich gebe noch einen Try. Ja. Weil ich so gut war als Zugabe, was ist denn das Schlimmste? Ich finde, also das Schlimmste... Ja, Dead Fish, aber das kann ich nicht machen. Ich versuch's. Welchen? Ja, das ist der tote Fisch. Entweder ist er das jetzt oder nicht. Dann habe ich das Schlimmste, was ich hier hätte essen können, gegessen, obwohl ich fast alles richtig hatte, außer einmal. Ich wollte ja auch den Spaß machen. Oh Mann, das ist, glaube ich, toter Fisch. Oh, das kann ich echt nicht. Ich habe ja nicht mal verloren. Oh mein Gott. Da muss ich raus. Kann ich wirklich aus. Ich muss gucken, leider. Ja, okay. Ich muss leider echt raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Noch so eine Carolina Reaper. Das ist so schlimm. Das kann ich gar nicht. Oh, das ist wieder ganz schlimm. Oh, ich hasse Fisch so sehr. Oh, Marc. Das hast du selber. Ja, ich dachte jetzt, ich mache auf cool und krieg dann vielleicht noch so ein Jellybean da. Was Leckeres. Oh, geil. Das ist ja richtig eklig. Ich habe echt gedacht, dass das so eine kleine Nuance hat. Es schmeckt wirklich ganz schlimm. Okay. Weißt du, wo man dich auch sonst hätte auf der Gamescom? Erinnerst du dich noch mit Marcel? Ja, dieser Ekelschecks, gar keine Chance. Ich habe ja nur angeteased, bei mir ging es ja schon wieder hoch. Gibt ja auch diesen ganz ekligen Dosenfisch. Den habe ich auch hier, ja. Wer ist die denn wieder? Und damit gehen wir über zum zweiten Part des Videos, Leute. Wenn ihr Lust habt. Aber Respekt, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so eklig schmeckt. Ja. Ich mag einfach Fisch auch nicht. Es war ganz schlimm. Es war ein schönes Video. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Okay. Leute, wenn ihr hier noch nicht abonniert habt, abonniert gerne. Daumen nach oben für diesen wunderbaren, sympathischen Mann. Also wirklich, wer wird denen ja nicht vertrauen? Es ist nur in einem Kopf. Es existiert nicht. Und wir beide werden auch im nächsten Video wieder auf die Straße gehen. Wir wissen noch nicht, welche Stadt. Köln bietet sich natürlich an irgendwo, ne, weil das so sehr beliebt ist. Ich glaube, Düsseldorf käme jetzt für die Schärfe-Challenge wahrscheinlich nicht so sehr an, oder? Kö, meinst Ich du? glaube, auf der Kö, die Leute fühlen das nicht so sehr, oder? Ich glaube, die brauchen das Geld halt auch nicht. Ja. Die sagen, Also ich glaube, Köln ist genau das Richtige dafür, oder? Was meinst du? Ja, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas, vielleicht auch mal vor dem Köln-Stadion, die Fußballer am Abgreifen. Boah, okay. Weißt du, Okay. Sowas vielleicht. Ja, aber da sind natürlich Parademänner so, ne? Ja, und die hängen die Dinger weg, aber wenn die sich dann schön aufs FC-Spiel freuen und dann auf der Schüssel dann da sitzen im Stadion. Das ist dann, Carolina Reaper. hey, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, würde ich auch mal interessant finden, ob wir es umsetzen, wissen wir nicht, aber wo sollen wir denn diese Schärfe-Challenge mal durchführen? Schreibt es mal echt rein, also vielleicht habt ihr interessante Zum Ideen. Beispiel in Paris oder so, weißt du? Super, Malediven, na klar, let's go. Auf Marks Kosten, die Firma zahlen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei seinem Video vorbei, ist auch unten verlinkt. Darüber sprechen wir über Nischenparfum, was man in welchem Anlass tragen sollte, könnte, muss. Und wir sind erstmal raus für heute. Bis dann, ciao.